Von allen Mitgliedern der fürstlichen Familie zu Putbus hat niemand eine solche Bedeutung erlangt wie Wilhelm Malte I. Der 1807 in den schwedischen Fürstenstand erhobene Graf und Herr zu Putbus war der Gründer der gleichnamigen Residenzstadt, die mit ihrer klassizistischen Architektur als Weiße Stadt bekannt wurde. Die Eröffnung des ersten Seebades auf Rügen in Lauterbach geht ebenfalls auf seine Initiative zurück. Wilhelm Malte I. ist auch Bauherr des Jagdschlosses, das im Hintergrund des Gemäldes zu sehen ist. Bei einem Besuch im Herzogtum Braunschweig lernte Malte die gleichaltrige Gräfin Luise aus dem Großherzogtum Hessen kennen. Aus Sympathie wurde Liebe, doch Luise war mit dem Grafen Röttger von Veltheim verheiratet. Maltes Glück wollte, dass sein Studienfreund in die Scheidung einwilligte. Der namenhafte Hypologe Graf Röttger von Veltheim, der wie Pückler orientalische Zuchtpferde gegenüber englischen favorisierte, verheiratete sich 2 Jahre später erneut. Im Damensalon fanden die geselligen Treffen der Fürstin und ihrer weiblichen Gäste statt. Wie in den bekannten Berliner Salons unterhielt man sich über Kunst, Musik und Literatur, tauschte Neuigkeiten über den königlichen Hof aus oder zog sich in das Turmzimmer zurück, um die wunderbare Aussicht zu genießen. Die edle Wandvertäfelung mit zartgliedrigem Rankendekor, die Decke mit kunstvollem Stuck, der Marmorkamin mit der Figur der Johanna von Orleans und das feinlinige, geschwungene Mobiliar bildeten den eleganten Rahmen dieser Zusammenkünfte. Eine Besonderheit der Raumausstattung ist die ringsum laufende Galerie mit ehemals 26 großformatigen Stickbildern. Sie stammen von Fürstin Luise zu Putbus selbst, einer talentierten und leidenschaftlichen Stickerin. In den Nachkriegswirren verschollen sind 9 dieser Bilder nun wiederentdeckt worden und an ihren alten Standort zurückgekehrt. Die Chaiselongue, deren Zarge, Beine und Lehnenrahmen auf verspielte Weise vergoldete Seile imitieren, gehört zum Originalbestand des Damensalons im Jagdschloss Kranitz. Das Möbel folgt Vorbildern aus der Zeit Kaiser Napoleons III., die mit französischen Vorlagenwerken weltbekannt wurden, allerdings relativ kurz in Mode waren. Das Ruhebett hat sich als letztes Möbelstück aus diesem Raum erhalten. Die Familie zu Putbus wurde 1945 während der Bodenreform enteignet. Seitdem ist der Großteil des Inventars verschollen. Der festliche Ausklang eines Jagdvergnügens endete mit Empfängen befreundeter Politiker und Familienfeiern anlässlich von Taufen oder Hochzeiten. Der Marmorsaal bot hierfür das stilvolle Ambiente. Als größter, prächtigster und repräsentativster Raum des Jagdschlosses bildet er den Höhepunkt in der Folge der Gesellschaftszimmer. Allein die größere Raumhöhe, aber auch die aufwendige Stuckdecke mit der plastischen Kassettierung, der halbrunde Erker mit seinen hohen Fenstern und der prächtige Kamin gegenüber verleihen dem Saal eine besondere Würde. Der Bauherr Fürst Wilhelm Malte I. zu Putbus gab für die Ausstattung eigens kostspielige Kunstwerke in Auftrag, mit denen er seinen Gästen Wohlstand, Kennerschaft und Traditionspflege demonstrierte. Für die obere Wandzone ließ er einen Fries großformatiger Gemälde mit Motiven aus der Geschichte Rügens anfertigen. Der raumhohe Kamin aus Carrara-Marmor mit seinem Figurenschmuck stammt aus Italien.
Zentrales Ausstattungsstück des Saales ist der 7 Meter hohe Marmorkamin. Er dominiert die Hauptwand und ist kunstvoll integriert. Sein Skulpturenschmuck von Fürst Wilhelm Malte I. in Rom, bei dem Bildhauer Wilhelm Metier in Auftrag gegeben, nimmt Bezug auf die Jagd. Das Relief zeigt eine bewegte Sauhatz, also Jagd auf Wildschweine. Diese wurde ursprünglich von 3 Figuren eingefasst. 2 Jünglinge als Allegorien der Jagd und der Fischerei. Oben in der Nische der heilige Hubertus als Schutzpatron der Jäger. Am 16. August 1806 feierten Malte und Luise in Frankfurt am Main Hochzeit. Zu Ehren der Braut wurde ein am Rügischen Bodden gelegenes Fischerdorf Lauterbach getauft. Denn Luise war eine geschiedene Gräfin von Veltheim und geborene Freiin von Lauterbach. Das Glück blieb Malte treu. Am 25. Mai 1807 wurde er in den schwedischen Fürstenstand erhoben und am 16. September wurde sein Thronfolger Malte geboren. Die Töchter Clotilde, Asta Luise, Clara und Wanda Marie folgten. Mit Wilhelm Malte I. starb das Haus Putbus wegen des frühen Todes seines einzigen Sohnes Malte im nachfolgeberechtigten Mannesstamm aus. Fürstentitel und Majoratsbesitz gingen an Wilhelm Maltes Enkel Wilhelm Karl Gustav Malte, Graf von Wielich und Lothum, Sohn seiner ältesten Tochter Clotilde über, der mit königlicher Bestätigung den Namen Wilhelm Malte II. Fürst und Herr zu Putbus annahm. Im Sommer 1807 drangen napoleonische Truppen über die Landesgrenze. Die Vision von einer mustergültigen Residenz schien sich in Luft aufzulösen. Doch der Fürst gab nicht auf und lockte Neusiedler, vor allem Handwerker, Gärtner und Gewerbetreibende nach Putbus. Nach 2 Jahren war der Franzosenspuk vorbei und der Aufschwung begann. Erste Straßen wurden befestigt, der Markt mit Häusern bebaut und 75 Hektar umfassende Schlosspark umgestaltet. Ein Obelisk auf dem Zirkus erinnert an 1810, dem Gründungsjahr des Ortes Putbus. Am 23. Dezember 1865 brach im Schloss ein verheerender Brand aus, der einen Teil des Gebäudes in Schutt und Asche legte. Wahrscheinlich wurde der Brand durch eine später eingebaute Heizluftheizung ausgelöst. Der Wiederaufbau der halb zerstörten Residenz dauerte von 1867 bis 1872. Für den bald beginnenden Wiederaufbau konnte der Berliner Architekt Pavelt gewonnen werden, der es 1872 im Stil des Neoklassizismus umbaute. Unter seiner Federführung wurde der zentrale Gebäudeteil um ein Geschoss erhöht, die Dächer nun flacher gelegt und sie erhielten eine umlaufende Balustrade. Der in der Mitte angeordnete Binnenhof wurde abgebrochen und ein Saal errichtet, dem sich eine zum Schwanenteich gestaffelte Terrassenanlage anschloss. Das Schloss war bis zum Jahr 1944 im Besitz der Familie zu Putbus und stand nach der Inhaftierung von Malte zu Putbus wegen dessen vermeintlicher Beteiligung am Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 unter Zwangsverwaltung der NSDAP. Malte Ludolf Franz Eugen von Putbus war der Sohn von Victoria Wanda Gräfin von Wielich und Lothum und diese war die 3. Tochter des Fürsten Wilhelm Malte II. Und Wanda Maria von Veltheim. Nachdem Malte zu Putbus seine Jugend in Pasewalk verbracht hatte, verließ er im Alter von 11 Jahren das Elternhaus, um eine Kadettenausbildung zu absolvieren.
Während des Urlaubs weilte er häufig bei seinem Großvater Wilhelm Malte II. Auf Rügen. Während des Zweiten Weltkriegs diente Malte zu Putbus als Stabsoffizier. Seit 1939 kritisierte er die Judenverfolgung und pflegte Kontakte zu oppositionellen Offizieren. Im Krankenhaus KZ Sachsenhausen soll er nach einer Mitteilung des Lagerkommandanten an seine Ehefrau am 10. Februar 1945 an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben sein. Nach Zeugenaussagen wurde er jedoch mit einer Spritze ermordet. Nach anderen Quellen wurde er erschossen. In diesem Raum befand sich früher das repräsentative Schlafzimmer der Fürsten zu Putbus. Das Mobiliar ist verloren, doch ein historisches Foto und schriftliche Überlieferungen veranschaulichen die einstige Ausstattung. Die Wand war über den hölzernen Paneel mit einer grünen, aufwendig mit Vögeln verzierten Tapete verkleidet. Porträts erinnerten an Verwandte und Freunde und ein reich verziertes Himmelbett stand in der Mitte des Raumes. Ein Kachelofen, ein Nachtschränkchen und bequeme Sitzmöbel vervollständigten das Inventar. Der von Karl Friedrich Schinkel entworfene Mittelturm ist der Hauptanziehungspunkt des Schlosses. Der Einbau der gusseisernen Wendeltreppe im Mittelturm des Jagdschlosses Granitz begann im Oktober 1845. Die Treppe stammt aus der Berliner Eisengießerei des Franz Anton Ägels. 12 Podeste sind an der Innenwand des Turmes befestigt und geben den selbsttragenden Läufen ihren Halt. Die 154 Stufen sind ornamental durchbrochen und verleihen der Treppe eine optische Leichtigkeit im Kontrast zu den massiven Mauern. Ein solches Spiel mit dem Raum wird in dieser Weise erst durch das Material möglich. Die Wendeltreppe ist ein wichtiges Zeugnis preußischen Eisengusses und beweist damit auch die Fortschrittlichkeit des Bauherrn Fürst Wilhelm Malte I. zu Putbus. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt die wunderschönen Räumlichkeiten gesehen, einen Eindruck von der Ausstellung bekommen. Hat euch dieses Video gefallen? Dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgen-Video verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich möchte euch kurz einmal meinen neuen Fotokalender für 2024 vorstellen. Den gibt's ab sofort in meinem Unterwegs-Online-Shop und das Thema ist natürlich Schlösser und Burgen. Der Fotokalender ist am A3-Format, hat eine Spiralbindung und eine hochwertige seidenmatte Beschichtung. Mit dem Kauf des Kalenders unterstützt ihr den Kanal. Ihr tut euch auch selbst eine große Freude, da ihr ja jeden Monat ein schönes Schloss oder eine schöne Burg anschauen könnt. Hier habt ihr brillante Burgen- und Schlösserfotos, ausgewählte Aufnahmen im Großformat und das Papier, das ist so richtig dick. Macht euch selber eine Freude, bestellt den und da habt ihr was Tolles das ganze Jahr 2024. Den gibt's ab sofort in meinem Online-Shop unterwegs und den verlinke ich euch jetzt hier in dem Video.